Cilento, ein schwungvoller Name, süditalienisch. Der Cilento im südlichen Kampanien ist ein Stück Bella Italia, kulturgetrennt, mit atemberaubenden Küsten, immergrünen Olivenhainen und im bergigen Inneren weithin unentdeckt. Seit den 90er Jahren ist es ein Nationalpark und UNESCO-Weltkulturerbe der Menschheit. Wie eine Eingangshalle in den Cilento präsentieren sich die Tempelruinen von Paestum über dem Golf von Salerno. An der höchsten Stelle der antiken Stadt erhebt sich der Athene-Tempel mit seinem steilen Giebel. Wie durch ein Wunder hat der poröse Stein über 2500 Jahre Wind, Regen und sogar Erdbeben getrotzt. Ein weiteres Zentrum griechischer Kultur im Cilento war Elea, das heutige Velia. Die Porta Rosa, ein Durchgangstor in der Stadt, ist der einzige vollständig erhaltene griechische Rundbogen in Süditalien. Unsterblichen Ruhm verdankt Elea seiner Philosophenschule. Hier reifte schon damals die Erkenntnis, dass die Erde rund sein müsse. 1968 wurde nahe Paestum das antike Grab des Turmspringers entdeckt. Eins der Fresken versinnbildlicht die kurze Dauer des Lebens. Wie Perlen auf einer Schnur säumen mittelalterliche Städtchen und Fischerdörfer die Küste südlich von Paestum. Die Altstadt von Agropoli wird noch heute die Akropolis genannt. Dort geht der Blick frei über Hafen und Meer. An der nächsten Bucht liegt Santa Maria di Castellabate. Herzstück ist ein von stolzen Fischerhäusern und Palazzi eingerahmter Stadtstrand mit direktem Anschluss an die örtliche Flaniermeile. Eine kristallklare Bucht, an deren Ende ein ursprüngliches Fischerdorf liegt. Acciaroli ist 1953 durch einen Besuch Hemingways berühmt geworden. Im nun schon südlichen Cilento thront wie ein Seeadlernest über dem Meer Pisciotta. Sein kleiner Hafen ist der ideale Ausgangspunkt für eine Bootsfahrt zu den Klippen und Riffen des Capo Palinuro. Auf den Spuren des Aeneas, des mythischen Urvaters des römischen Volkes. Auf seiner 7-jährigen Irrfahrt von Troja sah er hier am Capo Palinuro zum ersten Mal die italienische Küste. Südlich des Kaps erstreckt sich ein Steilküstenpanorama mit bizarren Felsformationen, kleinen Inseln, Buchten und Badestränden. Einmal sind sie sogar, als besonderes Geschenk der Natur, durch ein Felsbogentor, den Arco Naturale, miteinander verbunden. In den unzähligen mittelalterlichen Bergdörfern scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Im Rücken des Cilento überrascht das Städtchen Padula mit der, vor allem wegen ihrer riesigen Ausmaße, berühmten Kartause San Lorenzo. Der äußere Hof konfrontiert den Besucher mit der ehrfurchtgebietenden Fassade des Hohen Hauses, das nur für die Patres zugänglich war und für hochgestellte Gäste, deren elegante Gemächer sich im Obergeschoss des anschließenden zweistöckigen Kreuzganges befanden. Die Hauptkirche gehörte ganz den Mönchen. Die Fischer des Cilento verdienen sich ein Zubrot, indem sie Touristen mit hinausnehmen oder sie auf ihren Barken zu den einsamen Stränden und Buchten bringen. Eine der Hauptattraktionen ist die blaue Grotte am Meeresnaturpark Infreschi, südlich von Marina di Camerota. Blau ist die Farbe der Seele und des Jenseits. Vielleicht hat sich schon Aeneas im Sog dieser unergründlichen Bläue in die Unterwelt hinabgeträumt, auf der Suche nach seinem Steuermann Palinurus, der hier am Kap vom Meer verschlungen worden war.
Durch die Einrichtung von Unterwasser-Naturschutzgebieten hat sich zwischen den Klippen und Riffen, wo sogar kleine Korallenriffe überlebt haben, wieder ein großer Artenreichtum entwickelt. Ein ideales Revier für Schnorchler und Sporttaucher, natürlich ohne Harpune. Die Bergdörfer im Rücken der Cilento-Küste locken mit kaum betretenen Pfaden zum Wandern. Maratea, bereits in der Region Basilicata gelegen, beschließt mit seinem pittoresken Hafen das Band der Küstenorte des Cilento. Den Gipfel über der Stadt krönt, wie in Rio de Janeiro, eine riesige Christusstatue. Der Cilento. Eine Einladung für alle, die ein Stück ursprüngliches Italien entdecken wollen.